Heute zeige ich euch endlich mein Lieblingsbrot. Ihr habt ja schon mitbekommen, ich backe sehr, sehr gerne selber Brot. Das ist sehr, sehr einfach. Traut euch da auf jeden Fall. Vor allem dieses Rezept ist super geeignet für Anfänger. Ich habe ja schon 2 Brotrezepte in der Playlist. Brotrezepte, also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei, aber das ist so eigentlich so unser Lieblingsbrot. Das ist das, was ich am meisten backe. Dieses Brot ist nämlich super bekömmlich, dadurch, dass da sehr, sehr wenig Hefe drin ist, also wirklich unter 1 Gramm Hefe. Es hat eine lange Teigruhe und ist dadurch super bekömmlich und gesund. Und wie gesagt, also es lohnt sich wirklich, Brot selber zu backen. Ihr braucht dafür nicht viele Zutaten und nicht viele Utensilien. Und ich zeige euch, wie ihr das Ganze backen könnt. Ich habe jetzt hier ein großes Brot gebacken. Das ist jetzt mit insgesamt 1 Kilogramm Mehl. Ich schreibe euch das Rezept aber für die Hälfte, also ca. 500 Gramm Mehl insgesamt. Ihr könnt aber gerne, falls ihr auch wollt, dass das Brot riesengroß ist, gerne verdoppeln das Rezept. Aber ich weiß, nicht jeder backt so große Brote. Nicht jeder hat so eine große Familie. Deswegen schreibe ich euch in die Videobeschreibung das Rezept für das kleinere Brot. Für den Teig nehmen wir jetzt Wasser. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich unten in der Videobeschreibung. Es muss auch nicht warm sein. Es darf ruhig ganz normal kalt vom Wasserhahn sein. Und dann nehmen wir frische Hefe. Wichtig ist eben bei dem Teig, dass ihr frische Hefe benutzt. Ihr müsst es nicht so genau nehmen. Also da kommt wirklich, theoretisch würde da jetzt 0,8 Gramm frische Hefe reinkommen. Das ist ein bisschen schwer abzuwiegen, ja. Es macht auch nichts, wenn ihr 1 Gramm oder 1,5 Gramm reinmacht oder 0,5 Gramm. Macht echt keinen Unterschied. Merkt euch einfach so eine, ich würde sagen, Kichererbsengröße. Ja, das sieht aus wie eine Kichererbse, würde ich sagen. So eine Größe könnt ihr euch merken. Erbse, Kichererbse, das ist das. Also da ist wirklich, macht keinen Unterschied, ob das ein bisschen mehr oder weniger ist. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht den Teig 24 Stunden ruhen lassen, sondern nur 12 Stunden. Zum Beispiel, ihr macht den Teig morgens und wollt ihn abends backen oder ihr macht ihn abends und wollt ihn morgens backen, dann macht einfach ein bisschen mehr Hefe rein. Jetzt rühren wir eigentlich nur alles zusammen. Ich nehme jetzt, weil ich finde, das schmeckt so lecker, also Kefir in Brotteigen passt so, so gut. Aber wenn ihr das nicht da habt, ihr könnt auch Joghurt benutzen. Also das ist überhaupt kein Problem. Also Joghurt, Kefir oder Buttermilch. Also das ist sehr, sehr lecker. Und da ich ja Kefir selber mache, tue ich eben sehr, sehr gerne Kefir damit rein. Das macht den Teig so saftig und so lecker. Aber wie gesagt, Joghurt tut es auch. Salz und Essig. Jetzt kommt das Mehl dazu. Ich habe hier eben ein Teil Vollkornmehl. Ich mache das immer unterschiedlich. Ihr könnt euch das Vollkornmehl kaufen, was ihr wollt. Da ich jetzt eine Mühle habe, switche ich immer. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Koresanweizen, der ist besonders hell. So sieht das Brot auch sehr, sehr hell aus. Aber ihr könnt auch Roggenvollkorn nehmen oder alles mögliche andere. Ich benutze da, wie gesagt, immer unterschiedlich. Mal ist es Einkorn, mal ist es Emmer, mal ist es Koresan. Ich tobe mich da immer ein bisschen aus. Und dann nehmt ihr ein helles Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkel 630. Also das ist halt so ein helleres Brot. Das ist wirklich sehr, sehr gut geeignet für Anfänger, dieser Teig. Weil ich habe ja schon 2 Rezepte in der Playlist Brote. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Bei dem einen habe ich euch auch ein bisschen mehr darüber erzählt, welche Utensilien und so ich benutze, was ich so empfehle. Und da ist auch zum Beispiel ein Vollkornbrot dabei. Und ich finde, so Vollkornteige sind noch mal ein bisschen schwerer zu handeln. Also gerade so für Anfänger, finde ich, eignen sich so helle Teige immer am besten. Jetzt könnt ihr den Teig, ob ihr den jetzt in der Küchenmaschine mixen tut, im Thermomix oder mit der Hand, ist vollkommen egal. Der Teig muss auch nicht lange geknetet werden. Hauptsache, dass sich alles schön verbunden hat. Mit der Küchenmaschine ist natürlich immer ein bisschen einfacher und bequemer. Aber wer ein bisschen seinen Bizeps trainieren will, Lust hat, Teig zu kneten, der kann es auch mit der Hand machen. So, jetzt decke ich den Teig ab und der darf jetzt eben ruhen. Wie gesagt, ihr könnt entscheiden, 12 oder 24 Stunden. Dementsprechend tut ihr so viel Hefe rein. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist, ich mache das eigentlich höchstens 1 bis 2 Mal, den Teig dazwischen einmal dehnen und falten. Ihr werdet ja auch sehen, zum Beispiel ich mache den ja sehr, sehr gerne abends, den Teig. Das heißt, ich lasse den über Nacht so stehen, auch wirklich bei Raumtemperatur. Ihr müsst den nicht in den Kühlschrank machen. Es sei denn, es ist wirklich sehr, sehr warm in eurer Küche, es ist Sommer oder so, dann
empfiehlt es sich schon irgendwie in die Vorratskammer. Im Keller stelle ich zum Beispiel den Teig dann gerne hin oder doch im Kühlschrank, weil sonst geht er wirklich sehr, sehr schnell auf. Ansonsten lässt ihr einfach den Teig bei Raumtemperatur stehen. Und dann nach ein paar Stunden müsst ihr mal ab und zu mal gucken, der Teig ist schon bis oben hin hochgegangen. Dann müsst ihr ihn einmal dehnen und falten und dann wieder abdecken und dann wieder stehen lassen. Und dann schaut ihr eben, wie gesagt, man muss es auch nicht so genau nehmen mit den 24 Stunden, ob ihr den Teig dann nach 20 Stunden backt oder nach 26 Stunden. Ist vollkommen egal, ihr müsst halt nur gucken, weil der geht ja nach einer Zeit irgendwie sehr, sehr auf. Und dann müsst ihr entscheiden, okay, backe ich den jetzt oder den und falte ich ihn nochmal und lasse ihn wieder ruhen. Das ist das Einzige. So, der Teig ist jetzt richtig schön aufgegangen. Und jetzt formen wir den einmal und dann kommt er ins Gärkörbchen. Falls ihr kein Gärkörbchen habt, könnt ihr auch einfach eine Schüssel nehmen und einfach so ein Geschirrtuch reinlegen. Ein bisschen bemehlen das Ganze und das reicht auch. Ansonsten kriegt ihr jetzt mittlerweile überall diese kleinen Gärkörbchen. Ich nehme fürs Bemehlen immer Roggenmehl. Also Roggen-Vollkornmehl eignet sich am besten. Das ist nämlich nicht so klebrig. Also wenn der Teig sehr klebrig ist, der Teig geht ja jetzt noch. Aber wenn ihr so Vollkornteige macht, die sind schon ein bisschen anders von der Konsistenz. Die sind schon etwas klebrig. Deswegen eignet sich, finde ich, am besten immer Roggen-Vollkornmehl dafür. So, ich forme jetzt meinen Teig zu einer Kugel. Ab ins Gärkörbchen. Ich habe jetzt extra sozusagen die unschöne Seite nach unten. Und wenn ich den Teig dann stürze, habe ich sozusagen einen natürlichen Riss im Brot. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Ob ihr die glatte Seite lieber oben haben wollt, dann einfach andersrum ins Gärkörbchen reinlegen. Ist halt später einfacher beim Stürzen. Dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, noch so ein Muster oder so reinritzen. Das mache ich aber nicht. Ich finde es immer ganz schön, wenn das so von alleine aufreißt. Und den Teig decken wir jetzt ab und der darf nochmal für eine Stunde ungefähr, kann auch kürzer sein, es kommt immer darauf an, wie warm es gerade in eurer Küche ist. Einfach mal nach einer halben Stunde den Teig mal angucken. Wenn er schon sehr aufgegangen ist, dann ist er ready. Ansonsten sagen wir mal 30 bis eine Stunde Minuten einfach mal in der Küche jetzt im Gärkörbchen ruhen lassen. So, ich heize auch meinen Gusseisentopf vor. So für ca. 30 Minuten. Dann mache ich auch meinen Backofen auf volle Power. Und der darf vorheizen. Der Teig ist jetzt richtig schön aufgegangen. Das waren jetzt ungefähr 40 Minuten. Der Gusseisentopf ist auch schon vorgeheizt. Den holen wir jetzt raus. Also ich empfehle euch wirklich im Gusseisentopf zu backen, weil ihr habt einen Mini-Backofen im Backofen. Falls ihr so eine modernen Backöfen habt, ihr könnt auch direkt den Teig jetzt auf ein Blech stürzen. Wichtig ist halt, dass der so ein bisschen Feuchtigkeit bekommt. Ne? Wie gesagt, wenn ihr jetzt so einen modernen Backofen Hightech habt, der so diese Dampffunktion hat, kurz mal ein bisschen Dampf reinmachen. Müsstet ihr aber so nach ungefähr 20 Minuten den Dampf wieder auch rauslassen und dann weiter backen. Aber das ist halt eben der Vorteil im Gusseisentopf. Das Brot wird einfach so gleichmäßig schön braun, gart sehr schön. Die Feuchtigkeit bleibt eben enthalten, dadurch geht er sehr schön auf. Deswegen empfehle ich das sehr. Gusseisentopf könnt ihr halt einfach auch so zum Kochen und so weiter für den Backofen, für Schmorgerichte und so benutzen. Deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Findet ihr mittlerweile überall auch sehr günstig, Gusseisentöpfe. Von daher, ja, ansonsten könnt ihr es auch in einem Römertopf backen oder sogar auch in einem normalen Edelstahltopf. Aber das beste Ergebnis finde ich einfach im Gusseisentopf, deswegen mache ich das auch so weiter. Und jetzt könntet ihr theoretisch den Teig so einfach reinstürzen, aber das ist mir ein bisschen gefährlich, deswegen nehme ich jetzt so eine Dauerbackfolie. Könnt ihr jetzt auch Backpapier nehmen. Damit lässt sich das einfach stürzen. Da gibt es auch schon so fertig zugeschnittene so Folien für den Teig. Das ist aber mal zu klein für mein Brot, weil ich eben so ein großes backe. Deswegen habe ich mir eine Dauerbackfolie einfach selber so ein bisschen zugeschnitten. Ist halt einfacher, dann den Teig in die Form zu geben. Ihr könntet jetzt das Brot so ein bisschen einschneiden, aber ihr seht schon, das fängt schon selber an zu reißen, weil ich eben die gefaltete Fläche jetzt oben habe und ich finde, das sieht dann immer ganz schön aus. Ich lasse den Teig jetzt ungefähr 40 Minuten mit Deckel im Backofen, nehme danach den Deckel ab und lasse ihn nochmal 10 Minuten ohne Deckel, bis die Farbe schön ist und dann ist das Brot auch schon fertig.
das darf jetzt erstmal abkühlen. Deswegen backe ich sehr, sehr gern die Brote am Abend, weil ihr müsst das Brot schon wirklich mindestens 2-3 Stündchen abkühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Rezeptvideo gefallen. Abonniert sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst auch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag bei einem neuen Vlog wieder.